1000 Abonnenten in 12 Monaten für diesen Kanal, die ultimative Challenge. Deutscher TV-Regisseur und Autor im YouTube-Dschungel. Kann das gelingen? Keine Ahnung. Wenn ich scheitern soll, dann bin ich hier in 12 Monaten raus und dieser Kanal bleibt als Tagebuch meines Fails. Sollte ich das aber schaffen, dann wirst du das auch mit deinem Kanal schaffen, zusammen mit mir. Bock auf das Experiment, Bock auf gemeinsamen Wachstum, dann abonniere den Kanal, klick auf das Glöckchen und vor allen Dingen hinterlass einen Like. Um Content zu machen, brauchst du genau genommen 0, nix an Geld. Du brauchst kein teures Equipment, keine komplizierten Kameras, kein aufwendiges Licht. Du musst nicht Mediengestaltung studiert haben und dich jahrelang als Kameramann, Toningenieur oder Lichtgestalter etabliert haben. Vor allen Dingen musst du nicht diesen ganzen Influencern folgen, die dir von A bis Z erzählen, was du tun und was du lassen sollst beim Content kreieren. Denn denen folgen tausende anderer junger, neuer Creator und machen genau das. Und wenn du das genauso machst wie alle anderen, dann wird dein Content verwechselbar. Zumindest mal auf der Bildebene und auf der kreativen Ebene. Wenn du Glück hast, unterscheidet dich vielleicht der Inhalt von den anderen. Aber wer verwechselbar ist, der läuft Gefahr, entweder übersehen zu werden oder noch viel schneller, ganz schnell vergessen zu werden. Doch halt, nicht alle die Tipps dieser Superinfluencer sind wirklich Mist. Einige funktionieren tatsächlich, aber welche das sind und welche nicht, das werde ich für euch in Zukunft auch ausprobieren. Und wenn etwas funktioniert, dann zeige ich euch natürlich, wie ihr das am besten auf euren Kanal anpassen könnt. Aber dann nehme ich natürlich schon einiges vorweg, denn hier geht es ja erst einmal darum, was braucht ihr wirklich, um Content zu kreieren? Alles, was du fürs Content Creating brauchst, ist eigentlich nur ein Smartphone. Hand hoch, wenn du eins hast. Habe ich es mir doch gedacht. Und schon können wir anfangen, kreativ zu sein. Übrigens, heute habe ich mir eine Assistentin besorgt, die das allererste Mal auch mit meinem Smartphone für mich filmt. Also Daumen hoch für sie und hinterlasst einen netten Kommentar, damit sie weiterhin motiviert ist und mich vielleicht auch bei mir unterstützt bei diesem Kanal. Und ja, wenn ihr so einen lieben Menschen habt, der euch unterstützen kann, fragt ihn, denn es macht viel mehr Spaß zu zweit als alleine. Also bis jetzt haben wir noch keinen Cent ausgegeben, haben aber eigentlich alles, um anzufangen. Das Zweite, was du für deinen Kanal brauchst, ist ein Konzept. Also kurzum, du musst schon genau wissen, worum es in deinem Kanal gehen soll und wie du das umsetzen möchtest. Und dieses Konzept, da musst du ein bisschen Arbeit investieren. Klingt alles ganz kompliziert, ist es aber nicht. Habe ich schon 1000-mal gemacht, machen wir zusammen und dann geht es ganz einfach, glaubt es mir. Und schon könnt ihr loslegen. Ach ja, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die kommen jetzt. Dann brauchen wir noch eine Prise Fantasie, ganz viel Kreativität und den unbändigen Mut zum Experimentieren. Und das werde ich mit euch machen, das werde ich für euch machen und dann können wir anfangen. Bei Null. Jawohl, bei Null. Denn wir haben ja noch keine Abonnenten, wir haben noch keinen Content, wir haben keine Kommentare, wir haben nichts. Aber genau das soll uns motivieren, zu 150% das Beste zu geben und zu 200% Spaß zu haben. Und das werde ich mit euch gemeinsam haben, wenn wir aus nichts einen tollen Kanal erstellen. Storytelling, Text und Inhalt habe ich auch schon 1000-mal gemacht, machen wir auch zusammen. Erst einmal nur die Basics, dass wir richtig schnell loslegen können und Content machen. Später zeige ich dir die einen oder andere Kniff oder Trick, den wir beim Fernsehen anwenden, so quasi als extra scharfe Soße, dass du deine Follower, dass du deine Leute einfach richtig cool überraschen kannst. Aber das ist Feintuning, das machen wir später. Jetzt legen wir erst einmal los. Ach halt, da fehlt noch etwas. Noch einmal Storytelling. Ja, es gibt nämlich noch Storytelling auf der Bildebene. Und jetzt wird's lustig auf YouTube. Beim Fernsehen gehört das zum Beispiel in ein Skript mit rein. Die Redakteure und Verantwortliche wollen natürlich wissen, wie wir etwas umsetzen, auch natürlich auf der Bildebene. Das heißt, da steht wirklich jede einzelne Szene in dem Skript drin. Okay, ganz so kompliziert müssen wir das auf YouTube nicht machen, aber natürlich auch bei YouTube ist das Auge mit und so sollten wir uns schon Gedanken darüber machen, wie wir etwas bildhaft umsetzen, wie wir möglichst sexy Bilder erzeugen und natürlich auch das Auge unserer Abonnenten erfreuen und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Tweak oder Twist überraschen. Und ja, ich habe mir auch für euch mit diesem Video ein bisschen Mühe auf der Bildebene gegeben.
Es ist hier gerade schweinekalt, aber ich finde einfach die Landschaft so schön, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und wie geht's weiter? YouTube, nicht nur für Beginner, ist so etwas wie Film und Fernsehen in Steno. Keep it simple, mache es kurz, reduziere es auf das Wesentliche. Versteht mich nicht falsch, das ist schwerer als man denkt. Also, wir sind eine One-Man-Show und wenn wir das so aufwendig machen würden wie beim Fernsehen oder beim Film, dann wären wir mit diesem Video hier alleine schon 3, 4, 5 Wochen beschäftigt. Okay, ich übertreibe ein bisschen. Aber das, was ich an Erfahrung und an Wissen habe, das kann ich runterbrechen, sodass wir alle ein Handwerkszeug haben, dass wir wirklich schnell, einfach spannenden Content für unsere Abonnenten erzeugen können. Und das werdet ihr in meinem Kanal erfahren. Wie man aus langweilig spannend macht, wie man aus kompliziert einfach macht und vor allen Dingen, wie man mit einfachen Mitteln tolle Bilder erzeugt. Darum soll es in diesem Kanal gehen. Ich möchte gemeinsam mit euch auf diese 1000 Abonnenten kommen. Für eure Kanäle, für meinen Kanal einfach nachhaltigen Erfolg. Mir ist ganz bewusst, dass wir nicht mit diesen Millionen YouTuber aus Amerika mithalten können. Dazu sind wir zu klein. Wir sind eine deutsche Community. Aber wir können einen spannenden, interessanten und alternativen Content bieten, den die Leute lieben. Und ja, all dafür werde ich in meine Trickkiste greifen, die ich als TV-Autor, die ich als Regisseur habe. Und ich werde probieren, gehen die Sachen, gehen sie nicht. Wenn sie nicht gehen, dann werde ich euch sagen, warum. Wenn sie funktionieren, dann habt ihr selber ein gutes Handwerkzeug. Also denkt dran, wenn ihr Bock auf dieses Experiment habt, dann abonniert diesen Kanal, klickt auf das Glöckchen, hinterlasst ein Like. Bis dahin, bleibt kreativ, gehabt euch wohl.